Zum Beispiel einen Iron Condor einmal richtig eingeben und dann zu wissen, dass er sich automatisiert immer wieder aufsetzt, das kann die Options App. Wie das richtig funktioniert, das wird in diesem Video gezeigt. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und ich freue mich riesig, dass ab sofort auf euren Wunsch hin der Sebastian Legrand von Options App wieder einmal im Monat regelmäßig da sein wird, um euch alle Möglichkeiten seiner Options App zu zeigen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Sebastian. Vielen Dank für die nette Einleitung und natürlich auch Dankeschön, dass ich hier wieder heute am Start sein darf, hier bei dir auf dem Kanal. Und ja, nicht nur die Options-App zeigen kann, sondern wie du es auch schon richtig erwähnt hast, heute einen Trade mitgebracht habe, einen Iron Condor. Wir wollen das Ganze noch praktischer machen als bei dem Einführungsvideo, was wir ja auch schon gemeinsam gemacht haben, hier bei dir auf dem Kanal über die Options-App. Wir besprechen diesen Trade, den wir hier gerade schon als GOV-Profil vor uns sehen und ich werde auch zeigen, wie man das Ganze dann in der Options-App tatsächlich vollständig automatisiert handeln kann. Es handelt sich hier um einen 7 DTE-Trade, der einmal in der Woche eröffnet wird und das jede Woche. Also, jede Woche wird er immer wieder eröffnet. Ist ein absolutes Beispiel. Das heißt, ich werde jetzt auch keine Backtest-Statistiken zeigen, sondern es geht einfach nur darum, dass wenn du vielleicht auch, solche Art an Trades machst, dass hier die Möglichkeit überhaupt mal, gezeigt wird oder dir eröffnet wird, dass man das Ganze auch komplett automatisiert handelt oder auch mit entsprechenden Regeln. So, was haben wir hier vor uns? Ich bin hier bei Options Strat und, man sieht das Profil eines Iron Condors. Das bedeutet zunächst einmal, wir haben hier die Struktur, dass hier unten ein Put liegt, ein Long Put. Hier haben wir den Short Put. Hier an der Ecke haben wir den Short Call und hier haben wir den Long Call. Das Ganze ist hier oben auch aufgezeigt. Wir sehen hier oben auch, das SPX ist hier ausgewählt. Wir haben 7 Tage Laufzeit, das heißt, wo wir das Video jetzt hier gerade aufnehmen, wäre das dann der 24. Juli. Und wir haben zunächst einmal, wenn wir auf die Risiken schauen, haben wir hier, auf der linken Seite bei dem Put Spread so gesehen haben wir einen 10er Spread, ja, die Differenz ist 10. Und bei dem Call Spread auf der rechten Seite, auf der Oberseite, da haben wir ebenfalls eine Differenz von 10. Das heißt, ähm, man kann nur auf einer Seite verlieren, entweder endet der Markt auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Wenn er uns rausläuft aus unserem Iron Condor, dann bedeutet das, wir haben maximal ein Verlustpotenzial von 1.000 $. Nicht ganz, denn wir nehmen natürlich auch noch eine Prämie ein. Ja, und hier steht das Ganze, wir nehmen hier eine Prämie von 370 $ ein bei diesem Setup und somit reduziert sich der maximal mögliche Verlust auf 630 $, weil ja 1.000 $ minus 370 $, 630 $ sind. Und der Max Profit, klar, das ist natürlich die eingenommene Prämie. Letztendlich ist es, ein Setzen darauf, dass der Markt sich möglichst neutral verhält eine Woche lang. Das heißt, hier ist natürlich das Ganze angebracht, nicht diesen Trade zu handeln in einer starken Trendphase, eher wenn du die Erwartung hast, hey, dass das Ganze eher neutral aussieht. Schauen wir mal hier, Entschuldigung, was darf der Markt machen? Na, er darf circa 1,5% nach unten gehen oder auf der anderen Seite darf er auch, ja, circa 1,3% nach oben gehen. Wenn er in dieser Range bleibt, dann sind wir hier in der Regel am Maximalgewinn, vereinnahmen also immer die 370 $. Läuft er auf der Unterseite raus oder auf der Oberseite raus, also, geht er stark nach oben, stark nach unten, dann, verlieren wir 630 $, weil wir dann hier enden. Wenn wir nicht irgendwelche Stop-Loss-Mechanismen haben oder auch, Take Profits, da werde ich dann gleich auch noch etwas zu sagen. So, das der Trade an sich. Und jetzt, wollen wir das Ganze eben automatisiert handeln, dass wir uns nicht immer darum kümmern müssen, wie das Ganze eröffnet wird. Und hier ist ganz wichtig, wie sieht das Setup überhaupt aus? Bisher habe ich gesagt, auf beiden Seiten haben wir 'n 10er Spread. Wo platzieren wir aber die Shorts? Ja, also hier und hier die Kontrakte. Das ist dann auf der Unterseite einmal hier bei Delta 20 in etwa gelegen. Ja, das ist das Regelwerk hier dieses Trades, wenn man so will. Und auf der Oberseite sind wir auch hier bei Delta 20 in etwa, ne? Und, das bedeutet, die Shorts sollen beide bei Delta 20 sein und die jeweiligen Longs, die Absicherungen, die sollen eben 10 Punkte entfernt weiter aus dem Geld liegen. So, also wissen wir soweit Bescheid. Ja, wir haben also eine Trade-Idee gehabt und können diese, wenn wir das denn wollen, in der Options-App umsetzen. Wenn du jetzt ein anderes Setup hast, wo du normalerweise Iron Condors beispielsweise handelst, dann, ja, kannst du das natürlich entsprechend adaptieren.
So, dazu bin ich bereits in der Options-App im Configuration-Tab, wo wir also Konfigurationen anlegen können. Und das Ganze ist ja so geteilt, dass wir auf der linken Seite den Template-Bereich haben und auf der rechten Seite den Strategiebereich. Ne? Ich habe ihn hier im SPX-Reiter. Das Ganze ist eine Strategie, die wir hier beispielsweise auf den SPX eröffnen. Ich gehe hier oben auf das Plus, um eben ein neues Trade-Template anzulegen. Und das Ganze nenne ich eben jetzt Iron Condor Delta 20 und fange an, meine Legs zusammenzustellen. Und dieser Trade ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Wir brauchen insgesamt 4 Legs und die muss ich mir hier zusammenklicken. Zunächst einmal fange ich an mit der Unterseite, das heißt, den Put Spread definiere ich. Ja, holen wir es mal hier kurz rein. Das ist also dieser Put Spread. Und das Short Leg, das soll eben gesucht werden bei Delta 20. Da soll es liegen. Damit beginne ich. Das heißt, ich definiere zunächst ein Sell Put, Short Put, Ratio 1 mit 7 DTE. Ja, wir haben gesagt, wir wollen einen 7 DTE-Trade machen. Und dieser soll sich bitte den Kontrakt suchen. Man muss ja bedenken, bei der Trade-Eröffnung geht die Options-App hin und sucht erstmal in der Optionskette nach gewissen Suchkriterien. Das könnte eine Prämie sein, das könnte ein gewisses Offset sein und so weiter. Aber in dem Fall wollen wir uns am Delta orientieren. Ja? An Delta 20 haben wir gesagt. Und er soll sich doch bitte so nah wie möglich, egal ob von oben oder nach unten, von oben oder von unten, an Delta 20 annähern. Deswegen Nearest. So, wir können Ihnen hier noch eine Price Range mitgeben, wenn wir das dann wollen würden, aber das machen wir nicht. Das ist uns egal, egal wie teuer der Short Put hier ist, bei Delta 20, beziehungsweise welche Prämie wir bekommen, wir nehmen den. So, und nun möchte ich ja ein verknüpftes Leg machen, denn ich möchte immer sicherstellen, egal wo der Short Put letztendlich, wo der Strike gefunden wird, dass 10 Punkte darunter der Long gekauft wird. Und zwar direkt als eine Combo, ja. Und dafür muss ich hier nicht Add-Leg drücken. Das wäre nämlich ein neues Such-Leg, wenn man so will, sondern hier ein abhängiges Leg. Ich klicke da mal kurz drauf. Ja, da kommt diese Klammer hier rein. Das heißt, dieses Leg ist abhängig davon, wo dieses obere gefunden wird. Ja. Trotzdem bitte nicht denken, dass das jetzt irgendwie nacheinander erfolgt. Die Trade-Eröffnung eines kompletten Trade-Templates erfolgt immer auf einen Schlag. Ja, das wird als eine Order komplett abgegeben, alle Legs, die wir hier gerade definieren. So, und dann gehe ich jetzt hier ebenfalls 7 DTE, das hat er schon gemacht. Ich habe hier Buy Put, das heißt der Long Put habe ich angegeben und habe hier Offset gesagt. Ja, ich kann es gar nicht ändern. Ich habe es nicht gesagt, Entschuldigung, ich kann es gar nicht ändern, weil es eben dran geknüpft ist. Und dann kann man nur als Offset von dem anderen definieren. Und jetzt ganz wichtig, Vorzeichen bedenken, ich möchte 10 Punkte darunter, also minus 10, da möchte ich den Long Put eröffnen. Ja, und das habe ich jetzt genauso gesagt, wie es hier jetzt abgebildet ist. Ne? Also hier Delta 20 positionieren und egal, wo das Delta 20 gefunden wird, bei welchem Strike, der Markt bewegt sich, das wird in den nächsten Minuten woanders sein, 10 Punkte darunter, damit du immer die gleichen Spreadpreise hast, immer maximales Risiko auf einer Seite von $1000 abzüglich der eingenommenen Prämie. Ja, dass das immer diese 10 sind. Das habe ich hiermit gesagt. Use Closeout Strikes, das kann man noch machen, dass wenn er günstigere Puts hat, dass er die nimmt. Das machen wir in dem Fall nicht, das macht gar keinen Sinn, weil das hier in dem Sinne zu nah dran ist, da sind wir zu nah noch am Geld, ja, da haben wir große Preisunterschiede, also das macht keinen Sinn. So, und nun haben wir eigentlich unsere Gruppe 1 definiert. Warum spreche ich von Gruppen? Nun, wir brauchen jetzt eine zweite Gruppe für die andere Seite, weil hier müssen wir wieder die gleiche Struktur aufmachen. Wir brauchen wieder ein führendes Sell-Leg, den verkauften Call, und daran geknüpft wieder im 10er Abstand der Long Call. So, und deswegen gibt es auch diese Gruppen hier. Und natürlich könnte ich jetzt auch hier hingehen und sagen, ich mache noch ein Leg hier hinzu, aber ich kann nicht noch ein weiteres abhängiges Leg machen. Das ist das Entscheidende. Und ich will ja wieder abhängig mit einem Offset zu dem Short Leg das Ganze machen. Deswegen lösche ich das hier weg. Und ich gehe hier auf Add Group und zack, ich habe eine zweite Gruppe hier drin. So, nun gehe ich auf die Call-Seite, das heißt, ich verkaufe einen Call und ich gebe hier natürlich wieder die 7 DTE ein. Ich möchte es auch per Delta und übrigens auch per Delta 20 definieren. Ich könnte das Delta jetzt auch anders gestalten. Ich könnte auch sagen, okay, ich möchte mit einem anderen Suchkriterium das Ganze auch machen. Aber in dem Fall soll das Ganze gleich bleiben. Gehe dann hier wieder auf ein abhängiges Slack, also genau spiegelverkehrt. Also das ist genauso wie das gleiche wie oben, nur eben auf der Core-Seite. Und hier ist es natürlich wichtig, dass wir hier eine Plus 10 eingeben, keine Minus 10. Also ohne Vorzeichen ist automatisch dann positiv, denn der Long Call soll ja schließlich 10 Punkte über dem Short Call eröffnet werden. Ich könnte zur Übersicht, wenn man das machen wollen würde, könnte ich diese Gruppen hier auch noch benennen. Das heißt, ich könnte hier sagen, okay, das ist jetzt mein Put Spread und das hier mit Doppelklick einfach drauf, das ist mein Call Spread. Ne, das ist so ein bisschen zur Beschönigung, sage ich jetzt mal. Tut aber nicht viel zur Sache. Nochmal wichtig,
Dieses ganze Trade-Template, was ich hier definiere mit allen Next, wird so als eine Eröffnungsorder an die TWS geschickt. Ja, hier werden nicht irgendwie erst die eine Gruppe und dann die andere gefeuert, so gesehen, sondern das Ganze ist ein Setup. So, der Vorteil auch an diesem Setup ist, ich kann mir nun aussuchen, auch wenn alles eröffnet wird, worauf lege ich denn einen Stop zum Beispiel oder einen Take Profit. Das kann ich auf einzelne Legs machen, wie hier zum Beispiel, oder hier auch noch parallel, jeweils auf die Shorts. Take Profit nehmen, Stop Loss, Early Exit oder sowas. Ich kann das aber auch zum Beispiel auf die ganze Gruppe machen, dass dieser Spread hier ausgestoppt wird oder auch dieser, unabhängig voneinander. Oder, und das ist wohl meistens der Fall, ich möchte mich beziehen auf den ganzen Iron Condor. Und dann habe ich hier quasi die Combo Profit and Loss Actions und kann diese definieren. Und jetzt kannst du natürlich sagen bei diesem Setup, okay, ich möchte beispielsweise einen Profit Target definieren. Dann kann ich hier sagen Profit Target und das Ganze ist mal von links nach rechts zu lesen. Nimm ein Profit Target bei einem Prozent von, das heißt, je nachdem, welche Prämie ich bekomme, bitte bei 50% mache die Position zu 100% zu. Ja, dann macht er alle Positionen zu. Ne? Wenn ich jetzt hier 50% zum Beispiel eingebe und ich handle 2 Kontrakte, würde er nur die Hälfte aufmachen. Ne? In der Regel sind wir hier bei 100%. Das könnte ich jetzt sagen. Ich könnte auch zusätzlich noch einen Stop-Loss definieren. Ist bei dem Setup wahrscheinlich eher nicht so angebracht, würde ich sagen, weil da werden wir wahrscheinlich oft ausgestoppt, was das angeht. Und dann müssen wir auch jedes Mal Slippage bezahlen und so weiter und so fort. Und natürlich freuen wir uns auch heute, wenn ihr den Daumen hoch anklickt, den Kanal abonniert, tolle Kommentare dalasst und vielleicht sogar den neuen Thanks-Button ausprobiert. Ich kann aber auch ein Early Exit definieren. Das mache ich ebenfalls. Das heißt, ein Marktaustritt definieren, zeitabhängig. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, bitte gehe einen Tag vorher, geh aus diesem Trade raus. Ein DTE vorher. Das heißt, der läuft dann nur 6 DTE. Und wenn ich den am Freitag eröffne beispielsweise, würde er nicht bis zum nächsten Freitag, wo er verfällt, gehalten werden, sondern er würde am Donnerstag dann schon rausgehen. Und jetzt kann ich auch noch sagen, wann denn an dem Tag soll er rausgehen. Ich könnte hier sagen, before Market Close oder after Market Opening. Ich könnte also sagen, zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier 15 Minuten eingebe, dann würde er 15 Minuten, nachdem der Markt eröffnet, einen Tag bevor er verfällt, würde er das Ganze schließen. Ich kann auch noch sagen, wie er es schließen soll, nämlich mit einer Limit Order oder beispielsweise einer Market Order. In dem Fall ja, geben wir mal eine Market Order an und ich kann hier noch Auto Adjust DTI sagen. Das können wir jetzt an der Stelle mal weglassen. Das ist nur, wenn die Laufzeiten abweichen. Ob er das adjustieren soll automatisch, ist in dem Fall egal, weil wir sowieso mit einer konstanten DTE-Zahl hier das Ganze aufmachen und jetzt hier keine Abweichung gibt. So, und nun habe ich ein Iron Condor nicht nur mit Delta 20, Spreadbreite 10 auf jeden Seiten definiert, sondern ja, ich kann hier noch ein bisschen dazu schreiben, kann also sagen, okay, der Profit Target, der ist hier oder beträgt hier 50%, weil da wird die Position zugemacht und zusätzlich habe ich ein EE für Early Exit, ja, ich sag mal ein DTE, so könnte ich das Ganze schreiben, 15 Minuten nach Marktschluss, bei 1 DTE wird der zugemacht. Ja, habe ich das so. Und dann habe ich auch die Bezeichnung relativ eindeutig gemacht. Das ist auch immer relativ wichtig, was das angeht. So, nun kann ich das Ganze hier abspeichern. Zuvor vielleicht noch mal kurz eine Erklärung. Hier kann ich ja noch angeben, wie soll dieser Trade ausgeführt werden. Ja, das heißt, ich kann sagen, wie oft soll er Anpassungen des Preises machen. Ja, er startet hier, das ist unser Standard in der Regel, beim Mitpreis. Das heißt, er stellt die Combo zusammen und liest dann aus, okay, wo ist der Mid-Price dieser Combo? Da startet er dran und dann adjustiert er in gewissen Schritten. Und wie oft soll er adjustieren? Das sagen wir hier mit den 3. Wir können auch sagen, okay, mach das bitte 5-mal. Wie oft soll er zwischen den Adjustierungen, den Preisanpassungen, bis er den Zuschlag bekommt, quasi bis er die Position gehandelt hat, warten? Na, sagen wir mal 4 Sekunden. Und wie soll er adjustieren? Da sagen wir 0,05 Schritte. Ja, das ist die Inkrementierung, die kleinste Inkrementierung, die hier beim SPX möglich ist. So, und nun bestätige ich das Ganze und ich habe hier meine Konfiguration drin. So, und nun wollen wir das ja einmal die Woche handeln und deswegen machen wir auf der rechten Seite eine neue Strategie dafür. Ja, aber das ist nur das Template und das können wir nun in eine Strategie einfügen, denn noch haben wir nicht gesagt, wann dieser Trade eröffnet werden soll. Deswegen gehe ich hier oben rechts auf das Plus und sage nun, okay, das ist jetzt hier mein Iron Condor, der zum Beispiel immer am Freitag, Iron Condor Friday, ja, der immer am Friday eröffnet wird, beispielsweise. So, wie kriege ich das hier rüber in diesen Zeitplan der Strategie? Dann muss ich hier einmal das hier drücken, dann switcht das einmal rüber und dann möchte ich beispielsweise, ja, um wie viel Uhr den Trade immer öffnen am Freitag?
ne, ich denke mir jetzt gerade irgendetwas aus, sagen wir um 10 Uhr. Ganz wichtig, das hier ist hier gerade die US Eastern Time, ne? Du siehst es da oben, der Markt ist auch gerade auf. Es ist 11 Uhr in den USA. Ich gucke mal kurz hier. Da haben wir entsprechend irgendwo 17:05 gerade hier zur deutschen Zeit oder europäischen Zeit. Das bedeutet, ich habe hier vorher in der Zeitzone US Eastern Time eingegeben. Man könnte auch die europäische nehmen, aber ich handle eigentlich fast ausschließlich an den amerikanischen Märkten. Deswegen ist es hier bei mir so eingestellt. So, machen wir das mal kurz so. Dann haben wir hier noch eine Zeit, wie lange er maximal brauchen darf, um den Trade auszuführen. Das kann man auf 5 Minuten stehen lassen. Wir wollen einen handeln, Quantity 1, und wir haben keine Entry Condition. Ja, das heißt, der soll den einfach öffnen. Man könnte auch rein theoretisch Entry Conditions definieren. Zum Beispiel, dass der SPX über einen gewissen SMA sein soll, dass irgendein EMA-Kriterium, ein RSI-Kriterium und so weiter. Da gibt es ganz viele Entry Conditions. Da machen wir, ja, ich würde sagen, Nicola, machen wir mal ein extra Video nochmal drüber, wo wir die ganzen Entry Conditions beispielsweise zeigen. So, jetzt muss ich die Strategie noch aktivieren, damit ich die überhaupt auch in meinem Dashboard sehe. Na, mein Dashboard ist hier, das ist komplett leer, wie du siehst. Und hier reihen sich die ganzen Trades ein, die gehandelt werden sollen. Und deswegen muss ich das Ganze hier an der Stelle aktivieren. Und nun kann ich sagen, wann soll diese Strategie denn gehandelt werden? Nun, die Strategie soll nicht täglich gehandelt werden, sondern sie soll bitte weekly, also einmal pro Woche eröffnet werden. Und ich kann auch sagen, an welchen Tagen. Hier steht noch No Selected Days. Klicke ich drauf. Jetzt könnte ich sagen, okay, bitte nur Montag oder Mittwoch oder so. Nein, wir wollten hier aber nur freitags handeln. Der heißt ja Iron Condor Friday. Ich bestätige das Ganze, steht hier auch ein F drin. Ich könnte auch noch Blackout Dates definieren, dass ich bestimmte Tage im Jahr habe, warum auch immer, Fettsitzung oder irgendwie sowas, wo ich nicht handeln möchte. Ich könnte auch noch sagen, maximal Open Trades. Das heißt, dass maximal so und so viele Trades offen sein dürfen. Das macht hier eher weniger Sinn, würde ich sagen. Und habe das nun aktiviert und das ist fest in meinem Plan drin. Das heißt, dieser Trade würde nun mit den Conditions hier eröffnet werden am Freitag. Jetzt gehen wir mal ins Dashboard rein und komischerweise, ich sehe hier immer noch nichts. Warum sehe ich hier nichts? Weil wir zur Aufnahme des Videos hier Dienstag haben. Entschuldigung, Donnerstag haben und erst morgen ist ein Freitag. Wenn ich jetzt hier draufklicke, oh, da ist der Trade, wie wir ihn definiert haben. Und zwar ist vorgesehen, dass an dem Freitag um 10 AM der Trade, das ist dann hier 16 Uhr, ja, der Trade hier eröffnet wird. Mit genau diesen Randbedingungen. Der wird dann den Protect Profit dran machen, der wird den Early Exit dran machen und so weiter. Alles komplett automatisiert und ich muss mir nichts in der TWS zusammenklicken. Ich würde Folgendes vorschlagen, ich gehe mal nochmal auf den heutigen Tag und ich habe im Hintergrund oder hier an der Seite auch schon die TWS, die ist offen. Ich bin verbunden mit der zwischen der Options App und der TWS und ich würde jetzt einfach mal einen Trade ähm, handeln, und zwar einen Direct Trade. Ja, ich kann hier einen direkten Trade einmal eröffnen und wir sind im Paper Trading Konto, deswegen machen wir das einfach mal. Und ich wähle jetzt diesen Trade hier aus und kann auch sagen, zu welcher Strategie soll er gehören. Bitte zu Iron Condor Friday. Auch wenn wir jetzt heute nicht Friday haben, machen wir das einfach. Soll dieser Trade bitte jetzt gehandelt werden. So, machen wir das Ganze. Ich klicke hier auf Open Trades und zack, hier kommt Processing direkt das Ganze rein. Und wir sehen jetzt hier auch, dass er sich jetzt quasi hier Search the Strike auf Leg 1, Leg 2, Leg 3. Das heißt, er geht die durch, der sucht die ganzen Legs raus. Die hat er jetzt gefunden, er ist beim letzten Leg. Er geht die Optionskette quasi durch, ja, und er versucht den jetzt gleich dann auch zu eröffnen. Er macht nochmal einen zweiten Loop und jetzt, ja, da blinkt es da unten. Ich gehe mal ganz schnell hier rüber, bevor der ausgeführt ist. Und da habe ich auch schon die Order drin. Ich habe die Order drin des Iron Condors. Das hat er also als 1 hier noch nicht ausgeführt und der macht gerade die Preisanpassungen in den Schritten, wie ich ihm vorgegeben habe. Mit diesen 5 Cent Schritten und versucht eben den Zuschlag hier zu bekommen. Wir sehen auch, Order dass die storniert. Geldbriefkursspanne, die ist ein bisschen größer. Er fängt immer wieder beim Mitpreis an. Muss mal gucken, jetzt wurde die einmal storniert. Jetzt geht er nochmal ein zweites Mal hin. Das sehen wir hier. Und es kann sein, dass der Markt sich bewegt hat. Er versucht wieder die Legs neu zu suchen. Ja, sucht die neu raus, vielleicht ist es abweichend gewesen und jetzt, zack, ist wieder die neue Order drin. Ja, das heißt, er guckt immer wieder, dass er die Ausführung bekommt mit den Schritten, wie wir ihn vorgegeben haben. Wenn er die nicht bekommt, wieder neu suchen. Ist der Markt in der Zeit irgendwo anders hin, wählt er entsprechend auch andere Order Strikes aus. ausgeführt. Und zack, jetzt hat es gepasst. Beim zweiten Durchgang, die Order ist ausgeführt, unser Iron Condor ist im Rennen. Schauen wir mal in den Handelsverlauf. Da sehen wir den Iron Condor. Wir haben 3,35 $ bekommen.
Und natürlich besteht das Ganze aus all diesen Legs. Und jetzt kontrollieren wir das Ganze mal. Was wollten wir denn? Ah ja, wir wollten eben die Short Legs, ja, also Salt, Salt, die beiden hier, Call und Put, die wollten wir bei Delta 20. Ja, das können wir jetzt mal an der Stelle mal ganz kurz ignorieren. Wichtig ist, dass die anderen Legs 10 Punkte nur entfernt sind. Das heißt, hier ist der Salt Put und hier ist der Board Put und hier zwischen sind 10 Punkte. Das passt also. Er hat genau 10 Punkte das da drunter gemacht. Und beim Call hat er den 6.365er verkauft und gekauft hat er den da drüber liegenden 6.375er, also 10 Punkte da drüber. Das passt also, das hat er also alles richtig gemacht. Und das findet sich jetzt eben auch in meinem Portfolio hier im Paper Trading Konto, genau dieser Kontrakt. Als ein Iron Condor, natürlich ist er erstmal ein bisschen im Negativen, ne? Wir haben Slippage bezahlt, Gebühren und so weiter und so fort. Schauen wir hier rein, da sehen wir die gleiche GOV und wir sehen den Kontrakt, der hier offen ist. Ja, hier hinten steht entsprechend Running und wir sehen hier auch die Strikes. Ja, das wird alles übertragen, das kann man hier alles kontrollieren. Wir sehen, wo eventuelle Profit Targets hier drin sind und wir sehen hier bei Close Days, hier steht so eine kleine Glocke mit 6 Tagen, das ist nur Early Exit, der wird also auch angezeigt. So, und übrigens, die Profit Target Order, die ist hier schon drin. Schauen wir, hier ist eine Verkaufen-Order per Limit 1,65 und das entspricht genau 50% vom ursprünglich vereinnahmten Wert, die Prämie, die wir für den Iron Condor bekommen haben. Ja, also die Options-App übernimmt alles, die Strike-Suche, die vernünftige Order-Ausführung, wie auch, dass das Stop-Losses oder wie hier Take-Profits dran setzt und auch selbst das Early Exit wird hier überwacht, dass hier dieser Trade-Austritt dann auch passiert. Ja, du siehst, ja, du kannst nicht nur Trades definieren, sondern auch wirklich zur Ausführung bringen, nach Plan definiert. Du kannst dein Regelwerk wunderbar 1:1 umsetzen, ohne menschliche Fehler, ohne Emotionen. Ja, das heißt, wenn du profitable Setups hast und handelst die vielleicht auch sogar zu Zeiten, wo du meistens gar nicht am PC bist oder nicht am PC sein kannst, ja, dann automatisiere das Ganze doch, denn dann hast du die menschliche Komponente rausgenommen. Du hast quasi einfach einen Plan, wonach du handelst, wo es automatisch ausführt und ja, du kannst zwischendurch einfach das Ganze kontrollieren und dem Ganzen zusehen. So, ich hoffe, das hat euch viel gebracht, nochmal einen guten Einblick in die Options-Apps und bedanke mich nochmal vielmals, dass ich das hier vorstellen durfte. Bis dahin.